Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Das hier ist auch ein super Projekt, was wir alle lieben. Das sind unsere Philippinen-Krokodile und da hat Christian Niggemann aus meinem Team auch dieses schöne Logo entworfen von dem Kölner Nachzuchttier, was zurückfliegt auf die Philippinen mit dem Kölner Dom hier hinten und der philippinischen Nationalflagge hier. Dazu ist gerade auch ein Video angetreten beim Reverse the Red Species Pledge Video Contest, um Artenschutz zu highlighten. Und hier haben wir die Haltung von unseren Philippinen-Krokodilen. Hier sind früher die Nilkrokodile gehalten worden. Als die in den Hippodrom gezogen sind, hatten wir die Chance, hier auf eine bedrohte Art gehen zu können. Ja, wahrscheinlich sogar die bedrohteste Krokodilart der Welt. Das Philippinen-Krokodil vom Aussterben bedroht. Wir führen auch das Erhaltungszuchtprogramm hier vom Kölner Zoo und uns ist hier 2013 die Erstzucht für Europa gelungen und danach weitere Nachzuchten. Das waren dann aber Naturbruten und das sieht man hier, das ist die Mama Mindo und die Kleinen haben sich gerade etwas zurückgezogen. Die sind mit der Mama im selben Gehege, wachsen zusammen auf, eine sogenannte Naturbrut. Und das ist ganz wichtig, wenn man Tiere wieder auswildern will, weil die perfekt sozialisiert sind. Ja. Und das haben wir auch schon zweimal gemacht. Wir haben schon zweimal Nachwuchs hier aus dem Kölner Zoo auf die Philippinen zurückgeschickt, um die geschwächten natürlichen Bestände zu stärken. Es gibt ja nur noch etwa 100 Tiere in der Natur auf den Philippinen. Und die europäischen Tiere sind besonders wertvoll und wichtig geworden, als man erfahren hat bei genetischen Untersuchungen, dass auf den Philippinen Hybride in den Haltungen existierten, also zwischen Philippinen-Krokodilen und den auch dort vorkommenden Salzwasserkrokodilen, und die kann man ja nicht wieder in die Natur zurückbringen. Wenn ich den Wolf auswildern will, kann ich ja auch keine Pudel aussetzen. Das heißt, wir müssen schon auf genetische Reinerbigkeit achten und wir haben hier mit Professor Dr. Miguel Wences von der Uni Braunschweig bereits unsere Tiere getestet und da haben die philippinischen Kollegen gesagt, wir brauchen die europäischen Tiere, wenn wir hier auf den Philippinen auswildern möchten. Und das war besonders schön. Im letzten Jahr bin ich da gewesen, bin ich eingeladen worden. Da ist tatsächlich die Auswilderungsstation eröffnet worden auf der Insel Siargao. Und das hat sich etwas verzögert durch Corona. 2021 war ja Zootier des Jahres das Krokodil, die Artenschutzkampagne, die auch etwa 180.000 € zusammengebracht hat, eine Riesensumme Geld für den Artenschutz, wovon ein Drittel auf die Philippinen gelenkt worden ist, um diese Station unter anderem zu bauen. Und die ist jetzt eröffnet worden. Da sind die Kölner Tiere, die aus 2 Rückführungen stammen, untergebracht und dort muss jetzt praktisch nur noch die Tür aufgemacht werden, wenn man die Tiere in die Natur entlassen will. Und diese Eröffnung war ein ganz tolles Erlebnis. Die Bürgermeisterin war da, die Bundesbehörde, also die Landesbehörde der Philippinen waren da. Es waren Spielmannszugkinder, die Musik gemacht haben, die haben das richtig gefeiert. Das war nicht einfach nur ein Zurückschicken, das war ein Riesenevent und das zeigt eben richtig schön, dass der One-Plane-Approach auch wirklich wichtig ist, dass das gelebt wird, wenn 2 Seiten, 2 Länder, 2 Nationen zusammenarbeiten, um im Artenschutz was vorantreiben zu können. Eine tolle Sache. Und mit unserem Partner von CPPI, Crocodilus porosus Philippines Inc., haben wir sogar noch mehr vor. Nicht nur die Bestände auf der Insel Siargao im dortigen Naturschutzgebiet zu stärken, sondern auch auf der Insel Mindoro, wo die Krokodilart ursprünglich entdeckt wurde. Deswegen wurde sie auch benannt als Crocodilus mindorensis, das Mindoro-Krokodil, das Philippinen-Krokodil. Aber auf dieser Insel Mindoro ist diese Art mittlerweile ausgerottet durch den Menschen. Und dort wollen wir sie wieder hinbringen und unsere philippinischen Partner, deswegen auch es nochmal wichtig ist zu unterstreichen, die Zusammenarbeit ist so wichtig. Die setzen sich gerade vor Ort mit ihren Behörden dafür ein, dass dort ein Schutzgebiet entsteht. Wir können dann wieder Tiere zurückschicken, die dort ausgesetzt werden können, um die Art auf der Insel Mindoro wieder anzusiedeln. Also ganz tolle Projekte
One Plan Approach, Reverse Direct, eine tolle Geschichte. Das Kölner Philippinen-Krokodil-Projekt oder generell die Rückführung aus Europa ist ja auch auf der Homepage von Reverse Direct als Success Story, Erfolgsgeschichte dargestellt und die zeigt eben, moderne Zoos wollen nicht etwas für sich haben, etwas nehmen, sondern etwas geben. Es ist nicht nur Umweltbildung durch bedrohte Arten, die gezeigt werden, sondern in dem Moment, wo sie zurückgeschickt werden können, um die natürlichen Bestände zu stärken, neue Populationen aufzubauen, sind sie auch direkte Player im internationalen Artenschutz. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.